Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Ich bin Carsten Siegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Deutschen Marinemuseum Wilhelmshaven und möchte Ihnen heute die Seele jedes Schiffes oder Bootes vorstellen, die Schiffsglocke. Jedes größere Boot bzw. Schiff hat auch heute noch eine Schiffsglocke. Obwohl diese nicht mehr unbedingt benötigt werden, also keinen wirklichen fachlichen Grund, seefahrerischen Grund mehr besitzen, kommt eigentlich kein Boot oder kein Schiff ohne diese aus. Doch wieso ist das so und für was waren Glocken eigentlich auf Schiffen und Booten da? In unserer Ausstellung befinden sich derzeit zwei Schiffsglocken. Da wäre zum einen die Schiffsglocke des Großlinienschiffes SMS Oldenburg aus der Zeit der Kaiserlichen Marine, zu der kommen wir gleich noch im weiteren Verlauf. Und als zweites die Schiffsglocke des Panzerschiffs Admiral Scheer aus dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem haben wir in der Sammlung noch ca. 10 Glocken, Schiffsglocken von Booten und Schiffen. Diese sind gut verpackt und lagernd geschützt in unseren Depots und sind daher für Sie als Besucherin derzeit nicht zu sehen. In den folgenden Minuten möchte ich Ihnen etwas über den Sinn und Zweck von Schiffsglocken erzählen und natürlich speziell auf die beiden ausgestellten Exemplare und ihre Historie eingehen. Widmen wir uns allerdings zuerst einmal dem Sinn und Zweck und der Aufgabe von Schiffsglocken. Schiffsglocken dienten diversen Aufgaben. Da wären zum einen die Anzeige von Warnsignalen, zum Beispiel bei schlechter Sicht, beispielsweise Nebel, aber auch zur Anzeige der ausgelegten Ankerlängen. Die wohl wichtigste Aufgabe von Schiffsglocken war jedoch die Anzeige der Zeit und damit verbunden die Anzeige der verschiedenen Wachen. Dies ist allerdings eine kleine Wissenschaft für sich und in die möchte ich Sie im Folgenden kurz einführen. Die Zeitmessung und Verkündung mit Hilfe von Schiffsglocken erfolgt halbstündig. Jeder Glockenschlag, auch Glasen genannt, steht dabei für eine halbe Stunde. Warum das Ganze Glasen genannt wird, dazu komme ich gleich nochmal. Die Glockenschläge werden immer paarweise zusammengefasst, das heißt, für jede Stunde wird ein Doppelschlag geschlagen. Und zudem ist die Zählung nicht auf 12 oder 24 Stunden ausgelegt, wie bei Ihrer handelsüblichen Armbanduhr, sondern lediglich auf 4 Stunden. 4 Stunden deshalb, weil dies die Länge einer Wache, einer Seewache darstellt. Ich verdeutliche Ihnen das System kurz mal an einem Beispiel. Sagen wir, es werden 3 Doppelschläge und ein Einzelschlag gegeben, also 3,5 Stunden angezeigt. Diese 7 Glockenschläge bzw. 7 Glasen können jedoch für 6 verschiedene Zeiten am Tag stehen. Das hat mit dem Wachsystem zu tun. Ich werde Ihnen zur besseren Verdeutlichung die Wachen hier mal kurz einblenden. Also nehmen wir jetzt mal an, wir sind in der ersten Nachtwache. Diese beginnt im Normalfall 20 Uhr, also 8 Uhr abends. Dann bedeuten 7 Glasen, dass es 23:30 Uhr ist. Da man als Seefahrer im Normalfall ja weiß, welche Wache man gerade geht, weiß man durch die angeschlagenen Glasen auch, welche Uhrzeit gerade ist und wie lange man sozusagen noch auf Wache stehen muss. Jetzt zum Begriff Glasen. Glasen leitet sich von der alten Praxis ab, die Zeit mit gläsernen Sanduhren, sogenannten Halbstundengläsern, zu ermitteln. Jedes Mal, wenn dieses gedreht wurde oder gewendet wurde, wurde zugleich einmal die Glocke geschlagen. Vor der Erfindung des Chronometers war das im Grunde die einzige Art und Weise, wie man die Zeit ermitteln konnte an Bord. Ein Glasen war dementsprechend der Durchlauf eines Halbstundenglases, das heißt ein Glasen gleich 30 Minuten. Wie bereits erwähnt, richtet sich die Zeitdarstellung mit Hilfe der Schiffsglocke an den 4-stündigen Wachen aus. Dementsprechend wird die Glocke höchstens 8 Mal, also 4 Doppelschläge, geschlagen. 8 Glasen stehen somit auch für das Ende der jeweiligen Wache. In der Seefahrt stehen 8 Glasen aber auch symbolisch für den Übergang von Leben zum Tod, also das Ende der letzten Wache. Daher wird der 4-malige Doppelschlag einer Schiffsglocke häufig auch beim Tod oder bei der Bestattung eines Seemanns geschlagen. Übrigens wird im Hafen nicht geglast. Eine Ausnahme davon stellt hier in Deutschland die Kieler Woche, die Eröffnung der Kieler Woche dar. Traditionell wird diese durch einen 4-fachen Doppelschlag der Schiffsglocke der Gorsch Fock eröffnet. Die Gorsch Fock ist übrigens auch das einzige Schiff der deutschen Marine, das bis heute noch glast. Soweit zum Thema Zeitdarstellung mit Hilfe von Schiffsglocken. Kommen wir nun zu den beiden Glocken in unserer Ausstellung. Da hätten wir zum einen
die Glocke des Großlinienschiffs SMS Oldenburg aus der Kaiserlichen Marine. Sie ist eine Dauerleihgabe des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden und besteht aus schwarz lackierter Bronze. Deshalb ist auch die Inschrift SMS Oldenburg nur sehr schwer zu lesen. Solch eine Inschrift wird im Übrigen nicht erst im Nachhinein auf eine Glocke graviert, sondern bereits vor dem Guss der Glocke in die Glocke modelliert, in die Form modelliert, da sich ansonsten der Klang der Glocke im Nachhinein verändern würde. Das Gewicht dieser Glocke beträgt stattliche 60 Kilogramm. Jetzt aber noch ein paar Worte zum Schiff selbst. Das Großlinienschiff SMS Oldenburg lief am 30. Juni 1910 in Danzig vom Stapel und war das letzte Schiff der Helgoland-Klasse. Sie hat eine Länge von 167,2 Metern gehabt und verfügte als Hauptbewaffnung über 12 30,5 cm Geschütze. Sie nahm 1916 an der Skagerrak-Schlacht teil und wurde nach dem Krieg als Reparation Japan zugesprochen. Da allerdings Japan für dieses Schiff keine Verwendung hatte, wurde das Schiff verkauft zur Verschrottung, und zwar ins niederländische Dordrecht 1921. Die Firma, die mit der Verschrottung beauftragt wurde, war jedoch eine britische, und so gelangte auch diese Schiffsglocke ins Royal Naval Museum in Portsmouth. Dort wurde sie bis 2007 ausgestellt und kam danach als Geste der Versöhnung, als Geschenk an die Bundesrepublik Deutschland zurück hier nach Deutschland. Nur wenige Meter entfernt befinden wir uns nun vor der zweiten Glocke in unserer Ausstellung. Sie gehört zum Panzerschiff Admiral Scheer, welches in der Kriegsmarine diente. Auch hierbei handelt es sich um eine Leihgabe, in diesem Fall durch das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt Lübeck. Auch die Schiffsglocke der Admiral Scheer besteht aus Bronze und hat einen maximalen Durchmesser von 65 cm bei einer beachtlichen Höhe von 60 cm. Sie trägt auf der Vorderseite die Inschrift Panzerschiff Admiral Scheer in Verbindung mit dem Reichsadler mit dem Hakenkreuz und auf der Rückseite die Herstellerinformation Märkische Glockengießerei Hennigendorf bei Berlin. Wenn Sie sich nun fragen, warum wir in unseren Videos an dieser Stelle das Hakenkreuz zeigen dürfen, dann lege ich Ihnen ganz besonders das informative Video unserer Kolleginnen vom Deutschen Panzermuseum Munster ans Herz, welches ich Ihnen hier oben jetzt verlinke. Gut sichtbar ist auch der reparierte große Riss an der Glocke. Diesem Riss haben wir es übrigens auch zu verdanken, dass die Glocke heute überhaupt noch existiert, dazu aber gleich noch mal mehr. Nun noch ein paar Informationen zum Panzerschiff Admiral Scheer. Die Admiral Scheer wurde als zweites Schiff der sogenannten Deutschlandklasse hier in Wilhelmshaven am 1. April 1933 vom Stapel gelassen. Sie war 186 Meter lang und hatte eine Besatzung von bis zu 1000 Mann. Weiterführende Details werde ich jetzt an der Stelle nicht präsentieren zur Schiffsklasse, denn darüber möchten wir ein eigenes Video in Zukunft nochmal für Sie machen. Nur so viel. Die Admiral Scheer nahm 1936 und 1937 insgesamt 7 Mal an der internationalen Seekontrolle vor Spanien im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs teil und beschoss dabei unter anderem am 31. Mai 1937 die spanische Hafenstadt Almería. Nach Umbau 1939/1940 führte sie Kreuzerkrieg im Atlantik, wobei sie in 155 Tagen 46.000 Seemeilen zurücklegte und insgesamt 17 Schiffe versenkte. Ab 1943 wurde sie als Ausbildungsschiff in der Ostsee eingesetzt und in der Endphase des Zweiten Weltkriegs unterstützte sie schließlich ab November 1944 mit ihrer Schiffsartillerie die Rückzugsbewegungen der deutschen Wehrmacht an der Ostfront. Ihr Ende fand die Admiral Scheer am 9. April 1945 nach Bombentreffern im äußeren Bauhafen der Deutschen Werke Kiel. Nach dem Krieg wurden die zugänglichen Teile des Schiffes abgewrackt. Der Rest, rund 60% der Schiffsmasse, liegen jedoch bis heute im mit Kriegsschutt zugeschütteten Hafenbecken. Und hier kommt unser Riss noch einmal ins Spiel. Um den reparieren zu lassen, war die Glocke zu diesem Zeitpunkt, also wenige Tage vor der Bombardierung, von Bord gegeben worden und blieb so der Nachwelt erhalten. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge im Fokus angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar spannende Fakten zum Thema Schiffsglocken liefern. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie sie einfach unten in die Kommentare. Und wenn Sie in Zukunft keines unserer Videos verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Kanal und drücken Sie die Schiffsglocke. Sie erreichen uns außerdem bei Facebook, Instagram und Twitter.